Auf unserer Panamerikaner-Reise kommen wir in Honduras an. Unsere anfängliche Skepsis weicht dank der herzlichen Menschen schnell. Doch in diesem Land laufen einige Dinge anders. Die Leute fahren hier wie die Henker, weil überall die Straße einfach komplett zerstört ist. Vor allem aber kommen unsere Reisepläne komplett durcheinander. Ja, das ist frustrierend. Ich kann nichts dafür und ich kann nichts dagegen. Hola aus Honduras. Schön, dass ihr in diesem Video mit dabei seid. Wir sind gestern hier in dieses Land reingekommen. Zum Grenzübergang später mehr. Jetzt haben wir unsere erste Nacht hier bei der Polizeistation von Santa Rosa de Copan verbracht. Die waren richtig freundlich. Wir haben uns sehr wohl gefühlt hier. Und jetzt wollen wir in die Stadt rein und uns einen ersten Eindruck machen. Wir haben uns jetzt spontan entschieden, ein Taxi zu nehmen. Es fuhr gerade vorbei und hat aufs Winken reagiert. Und ja, ich bin nicht ganz fit, so sparen wir uns die halbe Stunde über den Berg zu Fuß. Und es ist auch ein geteiltes Taxi, das sieht man hier sehr oft in Lateinamerika. Das heißt, man spart sich Geld im Vergleich zum privaten Taxi. Wir zahlen jetzt etwa 2,20 € für beide Personen, das sind 60 Lempiras. Und man hat auch ein bisschen ein sichereres Gefühl, wenn noch wer anders auch drin ist. Gerade wenn man einfach so das Taxi herbeiwinkt. Sí, sí, perfekt, gracias. Ja, da sind wir jetzt im Zentrum. Oh, gehen wir kurz weg von der Straße. Ja, war ganz gemütlich. Also gemütlicher als über den Berg laufen. Und wir sind direkt auf dem Hauptplatz. Santa Rosa de Copan ist der Hauptort dieser Region hier und wie so viele Städte Lateinamerikas gibt es auch hier natürlich einen Hauptplatz mit der Hauptkathedrale, mit einem kleinen Park und eigentlich ja, ist das auch so der Ort, wo das Zentrum ist, das historische Zentrum. Man sieht auch all diese kolonialen Häuser rundherum in den Gassen. Ja, wo sich alle Menschen treffen, oder? Und wo sich alle Menschen treffen, genau so ist es. Hier findet das Leben statt. Hier in Zentralamerika läuft ja überall Musik, aber dass wir in einem öffentlichen Park Musik hören, ist das erste Mal. Und es kommt nicht von irgendeinem Live-Musiker, sondern es kommt hier von den Boxen. Lustig, sowas zu sehen. Und natürlich, wenn wir in einem neuen Land sind, brauchen wir wieder Früchte, Gemüse, müssen einkaufen. Das geht am besten am Zentralmarkt. Irgendwie scheint hier alles zu sein. Hier ist alles zu. Alles verbarrikadiert, abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob wir hier wirklich fündig werden. Schade eigentlich. Ja, total. Ich habe mich total gefreut. Wir sind doch noch fündig geworden, aber nicht die Früchte, die wir gesucht haben, sondern Schuhe und Kleider sind hier, also die Geschäfte sind hier offen. Ja, mal schauen. Irgendwo werden wir sicherlich noch ein paar Früchte finden. Wir sind noch ein Stückchen weiter gelaufen und haben noch einen weiteren Markt gefunden. Ich glaube, hier werden wir auf jeden Fall fündig werden. Hier gibt es richtig viele Früchte. Todo Santa Rosa de Copán y así fuera todo lo que... Y entonces pues tenemos aquí de todo, hay pescado, hay filete. Das war doch ein lustiger Zeitgenosse, der hat irgendwelche Geschichten erzählt und der Herr am Stand nebenan, der meinte so, du musst ihm nicht alles glauben, was er erzählt. Die Hälfte habe ich sowieso nicht verstanden, aber so viel wie ich verstanden habe, ist so dieser Markt, wo halt hauptsächlich Fisch und Gemüse verkauft werden und den gibt es schon seit 40 Jahren anscheinend. Ob das stimmt, keine Ahnung.
No, pero no. No, es la que es normal aquí. Es la que es muy normal. Sí. Sí, regalar, pues, cuando a alguien, pues, ¿verdad? Gracias. Cheque. Ciao. Hasta luego. Oh, die Menschen wieder. Das ist so schön. Und er hat mir am Ende noch Radieschen, Bananen und, was war das, 2 Gurken geschenkt. Einfach so. Das ist so süß. Und wir haben jetzt sicher eine halbe Stunde mit ihm gequatscht und haben so viel wieder erfahren. Das ist so schön. Honduras gefällt mir immer besser. So, und ich glaube, jetzt sind wir komplett, oder? Haben noch Avocados gefunden. Ja, also ich bin so froh, dass wir hier zu diesem Markt noch gegangen sind. Wir haben ja eine halbe Stunde mit Eugenio gequatscht und mit seiner Familie und er hat uns so viel erzählt. Er meinte auch, er sieht hier quasi nie Touristen. Ja, voll. Also das zeigt einfach, wie authentisch das jetzt war und es war so schön. Auch Ja, wir wurden schon von allen Wissen bemustert. man merkt, es ist ungewöhnlich, dass hier Leute Ja. mit Kamera rumlaufen. Die Leute kennen das nicht. Aber sobald man irgendwie das Gespräch sucht oder auch nur schon Blickkontakt und lächelt, dann lächeln sie gleich zurück und freuen sich. Und ja, und wir es haben noch war ein paar richtig Sachen schön. bekommen. Wir haben richtig viel bekommen, plus noch das, was Jochen uns einfach in die Tasche gepackt hat. Also die ganze Tasche hier mit Sachen haben wir für 125 Lempira, also etwa 4 Euro, bekommen. Und das ist richtig viel. Wir müssen das jetzt halt mitschleppen, aber das ist es auf jeden Fall wert. So, weiter geht's. Honduras ist wieder so ein Land, welches mich richtig positiv überrascht. Kennt ihr das, wenn man in ein Land reinfährt und so das Gefühl hat, irgendwie ist das komisch? Dieses Gefühl hatte ich gestern und auch heute Morgen ein bisschen. Aber ja, nachdem wir jetzt hier ein paar Stunden schon in der Stadt herumgelaufen sind und so viele freundliche Menschen kennengelernt haben, hat sich das komplett geändert. Klar, Honduras ist gemäß Auswärtigem Amt doch ziemlich gefährlich, aber ja, wir nehmen das so überhaupt nicht wahr. Klar, wir sind auch an einem sicheren Ort, würde ich jetzt mal sagen. Also Santa Rosa gehört zu den sicheren Städten hier in Honduras. Aber auch so, also ja, wir freuen uns mehr von diesem Land zu sehen. Und hier sind wir bei der weltbekannten Ananas. Kennt ihr die? Kennst du die? Nein, ehrlich gesagt, die kenne ich nicht. Also, Aber sind Sie nicht deshalb hierher gekommen? Nein. Okay. wir sind deswegen hier hinten hergekommen. Cerrito heißt das und das ist ein kleiner Hügel und Aussichtspunkt. Und eigentlich dachte ich, wir sind deswegen hier. Okay, und ich dachte, wir sind hier wegen der Ananas, aber naja. Also vielleicht gehen wir danach auch noch vorbei, weil die haben frische Früchte. So ein Säfteladen ist Okay, es ist ein Saftladen. das. Ein Saftladen. Genau. Bis gleich. Gleich. Ja, Jessie fühlt sich leider nicht so gut und ich habe jetzt entschieden, da alleine hochzulaufen, denn wenn wir schon hier sind, das ist eine der Attraktionen hier in Santa Rosa, also ja, nehme ich so mit. Es sind doch ganz viele Stufen. Wie viele glaubt ihr sind es? Schreibt es doch unten in die Kommentare. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 46, 47, 48, 149. 149 Treppen. Wer von euch war richtig? Ja, und das ist die Aussicht, die keine Aussicht ist. Denn es sind nur Bäume hier. Naja, ich habe jetzt hier noch jemanden kennengelernt und sie meinte, das hier ist die größte Bibel in ganz Amerika. Ja, es sind die 10 Gebote hier drauf. Lustig, dass man das hier oben findet. Wieso das hier ist, keine Ahnung. Aber sie hat uns jetzt noch kurz eingeladen, um was typisch hondurianisches Essen zu gehen. Also gehen wir gleich mit ihr mit. Wir haben einen perfekten Tipp bekommen und gehen jetzt mit liebster Begleitung
was essen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das heißt, aber es klang richtig lecker. Baleadas. We're going to eat baleadas. Baleadas. Okay, so, das ist es. Baleadas. It starts with the word balada. Here is the baleadas. Entonces, como es la primera vez que pruebas baleadas, pedí la sencilla porque las otras traen mucho. Déjame te paso a otra aquí para que la pruebes. Sí, muy bien. Okay. Also eine Tortilla, umgefaltet und drin ist, also das hier sind jetzt die simplen, die ganz einfachen, mit Bohnenpaste, Käse und Butter. Man kann es natürlich in verschiedenen Variationen haben, man kann Hühnchen, Avocado, was auch immer dazu tun. Aber das ist jetzt einfach, weil es die erste ist, die wir so probieren. Sagen wir mal so die klassische. Schmeckt sie? Also es schmeckt echt gut, ja. Ja, nicht die letzte in dem Fall. Definitiv nicht. Nee. Probemos la primera vez en Zafarón. Thank you. All the best. Thank you very much. Muchas gracias. Das war doch eine schöne Begegnung, die wir hatten. Ja. Nicht wahr? Ja, also unser Bild von Honduras wird wirklich von Sekunde zu Sekunde noch besser. Ja. Gerade durch die Menschen. Also muchísimas gracias, Denicia. Ja. Wirklich für die Muchas Zeit. gracias. Die Die du mit- Spezialitäten. Ja, Es war eine coole Zeit. Wir sind viel länger als geplant hier in der Stadt. Wir müssen jetzt zurückgehen. Jessie fühlt sich natürlich immer noch nicht viel besser. ja. Und sie muss auf jeden Fall gesund werden, damit es für uns dann auch weitergeht am nächsten Ort, wo wir hinwollen. Denn sonst macht es keinen Sinn. ja. Ja. Also, ich würde sagen, wir laufen zurück und wir sehen uns dann morgen wieder. Guten Morgen. Wir hatten eine doch sehr ruhige Nacht. Für mich war sie nicht so erholsam. Man hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Ich bin immer noch nicht wirklich fit. Aber ja, trotzdem. Also der Platz hier, der war ja einfach perfekt. Gerade auch so, um in diesem Land zu starten, das ja sicherheitstechnisch doch eher schwierig ist. Ja, war es einfach perfekt, so eine Anlaufstelle zu haben. Mussten zwar erst 2 Stunden warten, bis sie den richtigen gefunden haben, den sie fragen können und uns das okay geben. Aber ja, war trotzdem ein guter Platz, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ein sicherer Platz vor allem. Ja. Aber wir wollen ja unsere Reise fortsetzen, also fahren wir los. Und es geht Richtung Norden, Nordosten. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Was sind das für Idioten hier, wirklich? Die Leute fahren hier wie die Henker. Weil überall die Straße einfach komplett zerstört ist, fahren sie einfach in der Gegenfahrbahn einem entgegen, vor der Kurve. Wir machen einen kurzen Zwischenhalt, denn Santa Rosa de Copán ist die Kaffeehauptstadt von Honduras. Und Honduras ist ja eines der Länder, das wirklich den besten Kaffee hervorbringt. Kaffeetouren hatten wir schon genug, aber wir lassen es uns nicht nehmen, hier bei diesem Café vorbeizuschauen, denn mehrere Locals aus Santa Rosa haben uns empfohlen, den Kaffee hier zu probieren und zu kaufen. Also schauen wir gleich mal rein, oder? Ja, würde ich auch sagen. Hola, buenas. Lo vendo en grano y molido. ¿Quieres probar? ¿Un espresso o un americano? Americano? Entonces, si se puede fijar, es un café que lleva un tueste medio, porque en este tueste el café suelta todo, aroma, fragancia, sabor. Por eso estamos aquí. ¿Y ustedes vienen de dónde? República Checa. Ah, y andan en su casa móvil. Sí, sí. Ah, qué bonito. Sie pflanzen den Kaffee direkt hier hinter dem Gebäude an. Sie haben hier ihre Finca. Und ja, jetzt gibt es gleich mal die mittlere Röstung zum Probieren. Ist
noch richtig heiß. Ich warte vielleicht ein bisschen noch, dass es abkühlt, aber ich kann auch nicht warten. Also ich verbrenne mich lieber und probiere einfach gleich. Schmeckt er? Der ist Gut? richtig gut, Ja. ja. Er ist nicht ganz so fruchtig. Er ist so ein bisschen so eine Schokoladennote. Ja, das meint er auch. Ah, ja, siehst du? Da sieht man, dass ich langsam Ahnung habe. Sehr gut. Por el proceso que le damos, tiene los sabores que les comento, ¿verdad? Ah, das war jetzt schön. Ja. Unverhofft. Oh. Ja, Ist das hell? aber es war die richtige Empfehlung. Und er hat uns sogar noch einen Kaffee geschenkt. Also Ja. wir wollten ja einen Kaffee kaufen. Und da hat er einfach die zweite Tüte noch dazu getan. Ja. Also voll lieb. Und der Kaffee war richtig gut. Ja, Ja. Okay. ich freue mich dann auf morgen. So, aber jetzt geht's weiter Ja. und fahren. wir müssen fahren. Was ist das wieder für eine Kackstraße, echt? Das ist die Hauptstraße. Das ist nicht irgendwie... Oh, Mann, echt, ey. Schau dieses Fahrzeug an, was hier kommt. Das ist ein richtig modernes Fahrzeug hier. Ja, also wie die Leute hier fahren, das ist wirklich eine Katastrophe, muss man fast sagen. Die fahren hier so rücksichtslos und unvorsichtig, aggressiv richtig. Also die überholen direkt vor der Kurve, wo sie nichts sehen. Oder in der Kurve sogar. Ja, oder in der Kurve. Also man muss immer damit rechnen, dass vielleicht auf einmal einem in der eigenen Spur jemand entgegenkommt. Hängt auch damit zusammen, dass die Straße einfach viel schlechter ist. Es gibt immer wieder Abschnitte, wo ja einfach gar keine Straße da ist fast oder halt so ein Schotterabschnitt. Da versuchen die Leute halt auch auszuweichen oder sie überholen einfach langsamere Autos und überlegen nicht, was die Konsequenzen sein können. Ja, und was die Konsequenzen sein können, das haben wir auch mitbekommen. Gestern, wie wir zurückgekommen sind zur Polizeistation, haben uns die Polizisten erzählt, dass da ein Unfall war von einem Kollektivo und einem Reisebus mit, ich glaube, 17 Toten. Und die waren echt mitgenommen. Also man merkt, das kann schwere Folgen haben, wie sie hier fahren. Man muss wirklich extra vorsichtig sein und auch für die anderen noch mal mehr mitdenken hier. Stau hatten wir in den letzten Monaten nicht. Nee. Kein einziges Mal, nicht mal an den Grenzen. Ja, hier wird halt an den Straßen gearbeitet. Ja, vielleicht sollten wir es so machen wie der hier. Einfach durchfahren. Ja, Gegenfahrbahn wird überbewertet. Ja, passt schon. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben jetzt aus einer Spur 2 Spuren gemacht und wir überholen einfach. Einfach weil es die anderen auch machen, weil sonst würden wir immer noch da hinten stehen. Das ist unglaublich, wie die Leute hier fahren. Also, wenn man nicht selbst wie ein Arschloch fährt, dann geht es einfach nicht weiter. Ja. Alter, bist du ein oder was? Dich! Leute, was war das für eine wilde Fahrt hierher? Also eine Sache können die Honduraner auf jeden Fall nicht und das ist Autofahren. Das war ja, bis jetzt ist das Nummer 1 fürs Nichtfahren können hier. Naja, wir sind am Stellplatz angekommen. Das ist so eine Brauerei, wo wir uns jetzt befinden, wo wir ja hier einfach auf der Wiese stehen können.
Leider ging es während der Fahrt Jessie immer schlechter. Keine Ahnung, was mit ihr los ist. Deshalb machen wir heute noch einen gemütlichen Abend und wenn es ihr nicht besser geht, dann gehen wir morgen wahrscheinlich zum Arzt, denn sie hat das schon seit ein paar Tagen. Zuerst war es mit dem Magen, jetzt ist der Husten noch dazu gekommen, sie fühlt sich richtig unwohl. Ja, die letzte Nacht war auch nicht toll. Naja, wird schon schief gehen, oder? Also, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen. Ja, Jessie geht es leider immer noch nicht besser, beziehungsweise es ging ihr kurzen Tag gut, doch mittlerweile geht es ihr richtig schlecht. Also ja, wir fahren jetzt mal zum Arzt und schauen mal, was es ist, weil die Symptome machen überhaupt keinen Sinn. Also Übelkeit und noch Husten, das hört sich ziemlich komisch an, aber ja. Man soll ja die Realität zeigen, ne? Also, das ist sie leider gerade. Ja. Naja, also, wir gehen mal los. República Checa. Mal sehen, wie das kommt. Unos días tengo mal de estómago, unos días me siento bien. Es muy extraño que... Ich hasse Spritzen, aber ja, es geht kein Weg dran vorbei. Ich habe jetzt Blut abgegeben, damit werden verschiedene Tests gemacht. Ja, die Ärztin hat auch nicht wirklich was gesagt von der bisherigen Untersuchung. Also warten wir, bis die Resultate da sind. Das ist in etwa 1,5 Stunden der Fall. Ja, und du gehst in der Zwischenzeit einkaufen, ja, oder? Ich erledige hier alles mal. Einer muss sich ja nützlich machen. Ich bin einfach echt frustriert, weil der Grund, wieso wir überhaupt nach Honduras gekommen sind, ist ja, wir wollten ja tauchen gehen, wir wollten nach Utila. Genau, das ist frustrierend. Ich kann nichts dafür und ich kann nichts dagegen. Und okay. Aber es ist okay. So. Hauptsache uns geht's gut. Es hat ja in Mexiko schon nicht geklappt mit dem Tauchen. Und es gab eigentlich wenig Sachen, die ich gesagt habe, dass ich auf dieser Reise unbedingt machen will. Und das war halt Zenotentauchen und Utila-Tauchen. Ja, es nervt mich halt so. Ich glaube, deswegen kommen auch die Tränen, weil ich so machtlos bin. Ich kann nichts machen. Ich kann es nicht. Ja gut, wir hätten vielleicht früher zum Arzt gehen sollen, aber ich bin halt immer ich will nicht zum Arzt. Ich denke einfach, okay, komm, ich beiß mich durch. So schlimm wird es nicht sein und meistens ist es das ja auch nicht. Und jetzt stecken wir hier an einem wunderschönen Ort, Lago Yohoa, haben noch nichts davon gesehen, können nicht nach Utila und ich bin gerade echt frustriert, sorry. Wir warten jetzt mal ab ja. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Mittlerweile geht es mir wieder einiges besser. Die Medikamente haben wirklich sehr schnell ihre Wirkung gezeigt und ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich nicht früher bereit war, zum Arzt zu gehen, denn ja, es ist manchmal einfach nur dämlich. Nur weil man sich nicht behandeln lässt, heißt nicht, dass dann die Krankheit nicht da ist. Ich habe es einfach versucht wegzuignorieren und ja, hinterher ist man immer schlauer. Ja, es geht bergauf. 100% habe ich noch nicht erreicht, aber ich bin wenigstens so weit, dass ich hier im Gemeinschaftsraum mich aufhalten kann, der Hitze vom Van entfliehen kann. Das Problem ist eher, dass ich Roberto angesteckt habe, wie wir befürchtet hatten. Wir sind mit ihm dann auch wieder zur Ärztin und der Bluttest war wieder positiv auf Streptokokken, auch bei ihm.
Bei ihm ist aber das Problem, dass Krankheiten manchmal auf die Lunge schlagen, da er ja Asthmatiker ist. Und das war auch diesmal der Fall. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben sich die Bronchien im rechten Lungenflügel verkrampft oder irgendwie, ja, und die mussten gelöst werden. Ich weiß nicht, da kommt wieder mein Spanisch an die Grenzen, aber ja, auf jeden Fall hat er dann so eine Inhalationskur bekommen, die das lösen sollte und wohl auch geholfen hat. Er nimmt auch immer den Asthmaspray jetzt regelmäßig. Auch die Antibiotika natürlich und Medikamente, die er sonst noch so bekommen hat. Und ja, es war schon beunruhigend, ihn da mit dieser Maske beim Inhalieren zu sehen, aber die Tendenz ist jetzt auf jeden Fall positiv, es geht bergauf, auch mit ihm. Es wird halt seine Zeit brauchen und wir sind halt hier so lange, wie es nötig ist. Wir hatten uns Honduras auf jeden Fall oder die Zeit hier auf jeden Fall anders vorgestellt. Utila ist flöten gegangen, haben wir abgesagt. Hier sind wir an dem See, Lago Yojoa, und für uns ist das jetzt einfach der Ort, wo wir krank sind und nicht der schöne See, der es eigentlich sein könnte. Aber ja, wir müssen auf der anderen Seite auch auf unser Visum achten. Wir haben ja für die C4-Staaten, also für El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua insgesamt nur 3 Monate. Es sind schon über 2 Monate rum. Und wir wollen ja in Nicaragua auch noch was sehen. Drum ja, kommt jetzt langsam so der Zeitfaktor auch dazu. Aber wir lassen lieber ein paar Dinge aus und erholen uns dafür richtig. Gerade Roberto muss jetzt einfach auch erstmal wieder gesund werden. Und das ist jetzt die erste Priorität. Die letzten Tage habe ich nicht sehr viel gegessen. Aber ich finde immer, wenn man merkt, dass der Appetit zurückkommt, und ich habe jetzt gerade richtig Bock auf Pancakes bekommen, das zeigt euch, dass es einem langsam wieder besser geht. Aber ich wollte euch eigentlich noch von der Grenze erzählen, wie wir euch das am Anfang des Videos versprochen haben. Wir sind ja von El Salvador hier nach Honduras eingereist. Ja, der Prozess war eigentlich wieder derselbe wie immer. Also erstmal haben wir den Tipp ausgestempelt, dann uns selbst auch. Da konnten wir auch gleich US-Dollar in Lempira wechseln, was die lokale Währung in Honduras ist. Denn die brauchten wir nachher für die Einreise nach Honduras. Da gingen wir erst zur Migration, da haben wir $3 pro Person an irgendeine Steuer bezahlt. Und dann ging es zum Tipp, also für die Einlösung des Fahrzeugs. Da haben sie die VIN-Nummer am Fahrzeug nochmal überprüft und manuell alles eingegeben. Also es hat richtig lange gedauert, aber es war auch relativ unproblematisch. Da wollten sie nochmal 790 Lempira waren das, glaube ich. Das sind etwa $30. Und hier hat es sich tatsächlich gelohnt, in Lempira bereits zu zahlen, denn in US-Dollar mit dem Kurs hätte sich das nicht gelohnt. Also es wäre viel teurer gekommen. Ja, aber sie haben auch nicht ins Fahrzeug reingeguckt und es war sehr, sehr freundlich, hat halt einfach länger gedauert. Auf jeden Fall hoffen wir sehr, dass ihr weiter auf unserer Reise dabei sein möchtet, wenn es dann wieder weitergeht, wenn wir wieder fit sind. Und ja, vielleicht hinterlässt ihr uns ja zur Unterstützung ein Abo, einen Kommentar, ein Like, was ihr möchtet. Und dann sehen wir uns bald wieder. Hasta luego!